Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte Hamburger machen und da mache ich so viel wie möglich selber. Zum Beispiel ich mache selber Mayo, mache mein eigenes Ketchup und jetzt möchte ich dann auch die Hamburgerbrötchen selber machen. Aber mein Rezept ist das spezielle Rezept. Ich nehme zum Beispiel Wasser, Joghurt, Zucker und Hefe und rühre das Ganze in einem Rührbecher durch. Weiter geben wir anschließend Mehl und Salz in eine Rührschüssel. Vermengen wir das Ganze kurz miteinander, damit sich das Salz im Mehl schön verteilt. Eine weitere Zutat kommt noch hinzu und das ist ein Ei. Und weiter geben wir auch dann die Hefe-Joghurt-Wassermischung hinzu und kneten nun das Ganze gut durch, zuerst mit dem Mixer und später von Hand, nur ein paar Minuten. Den Teigboller, den lassen wir jetzt für 30 Minuten lang ruhen. Nach der Zeit bemehlen wir die Arbeitsfläche und holen den Teig wieder aus der Schüssel heraus und dann geht es richtig dem Teig an den Kragen, indem wir den wirklich 7 Minuten lang durchkneten. Aber wie ihr seht, in den 30 Minuten, da ist auch schon was gegangen, da hat sich der Teig fast auch schon verdoppelt. Aber so richtig homogen ist er noch nicht und deswegen kneten wir ihn ja wie schon gesagt 7 Minuten lang durch. Dann kommt die Teigkugel wieder in die Schüssel zurück und dann lassen wir nochmal für 1 Stunde lang ruhen. In der Zeit hat sich das Volumen nochmal mehr als verdoppelt. Nun, wir holen wieder die Kugel heraus aus der Schüssel und dann wiegen wir die Teiglinge ab. Ungefähr 110 Gramm pro Teigling benötigen wir. So, und jetzt sage ich nur mal Kaiserbrötchen, weil bei den Kaiserbrötchen werden die Teiglinge zur Kugel geschliffen. Ja, man schleift den Teigling. Und weil ich mich schon lange an Kaiserbrötchen versuche, weiß ich nun, wie man diese Brötchen schleift, dass sie schön rund werden. Und ihr müsst mir doch recht geben, wie schön rund ich diese Brötchen schleife. Und das ist gar nicht schwer. Man nimmt einfach eine Hand und hält sie flach. Mit der anderen formt man eine Mulde und in dieser Mulde ist der Teigling. Und dann kreist man so lange, bis eine schöne, gleichmäßige Kugel entsteht. Und diese Teiglinge decken wir nochmal für 30 Minuten ab. In der Zeit können wir ein Eigelb trennen und in eine kleine Tasse geben. In diese Tasse geben wir auch noch Milch hinzu und verrühren das Ganze richtig gut. Bevor wir jetzt die Teiglinge damit bestreichen, heizen wir schon mal den Ofen auf 200 Grad Umluft vor. Eine weitere Zutat fehlt noch und das sind die Sesamsamen. Die gebe ich jetzt auch auf die bestrichenen Brötchen drauf. Die Samen halten ja dadurch, dass die Brötchen vorher bestrichen worden sind mit dem Eigelb. Aber nicht nur, dass die Samen gut auf dem Brötchen halten, sondern auch die Brötchen kriegen nachher eine richtig schöne Farbe durch das Eigelb. So, die Brötchen haben alle ihre Samen erhalten. Jetzt geht's ab in den Ofen. Für 12 bis 15 Minuten, je nachdem, wie die Brötchen schon aussehen oder wie ihr sie haben wollt.
Oh ja, die sehen so richtig lecker aus. Genauso wie ich es haben möchte. Und wie die Brötchen beim fertigen Hamburger dann aussehen, seht ihr jetzt hier. Richtig lecker, oder? Super. Bin richtig zufrieden mit diesem Brötchen. Also, ich würde vorschlagen, ihr macht's mal nach, diese Brötchen. Die könnt ihr auch so essen. Die passen auch super zum Frühstück. Die müssen nicht unbedingt für Hamburger verwendet werden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir berichten würdet. Also Leute, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball.